Hi ihr Lieben, heute gibt es wieder etwas aus Kikis Backschule. Wir machen heute einen Schokoladenbiskuitboden und ihr wisst ja, mein Biskuitboden ist echt so das Nonplusultra unter den Rezepten, weil es einfach immer gelingsicher ist. Ich bekomme so viele Fotos von euch zugeschickt und heute gibt es eben die Schoko-Variante. Hier habe ich die Zutaten, nichts Exklusives, alles ganz normale Zutaten, die ihr alle da haben müsstet. Und zwar Eier, die habe ich hier getrennt, die sollten sauber getrennt sein. Dann habe ich hier die trockenen Zutaten, Mehl, Backkakao, nicht den Trinkkakao, das ist wichtig, Speisestärke und natürlich Backpulver. Hier habe ich Zucker und optional könnt ihr gerne noch etwas Vanilleextrakt dazu nehmen. Wir machen jetzt zuallererst eine Baiser-Masse. Wenn man die nämlich später schön unterhebt, dann wird der Teig besonders fluffig. Und ich gebe jetzt dafür das sauber getrennte Eiweiß in die Rührschüssel meiner Küchenmaschine. Ihr könntet auch euer Handrührgerät verwenden, aber dann braucht ihr ein bisschen länger. Wichtig ist, wie gesagt, es muss sauber getrennt sein. Ist da auch nur ein bisschen Eigelb drin, dann schlägt sich das einfach nicht mehr auf und dann müsstet ihr wieder von vorne anfangen. Ihr könnt auch alternativ gerne die Eier immer wieder mal schlagen in einer separaten Schüssel und dann erst in die große Schüssel geben. Dann habt ihr keine Verschwendung. So, und jetzt schlage ich das so ungefähr 45 Sekunden oder eine Minute, gebe dann die Hälfte des Zuckers dazu und dann weitere 2 Minuten auf höchster Stufe steif schlagen. Die Baiser-Masse ist schön standfest. Ich habe da jetzt gerade noch eine Prise Salz reingegeben, weil erstens hilft Salz, dass die Eiweißstruktur ein bisschen schneller zerstört wird und andererseits wisst ihr ja, bei süßen Sachen immer eine Prise Salz und bei herzhaften Sachen immer eine Prise Zucker. Dann rundet das auch zusätzlich nochmal den Geschmack ab und die Hälfte des Zuckers hat eben bewirkt, dass das so schön standfest wird wie jetzt. Ansonsten, wenn ihr keinen Zucker dazu gebt, falls ihr euch das fragt, dann wird das eher so schaumig fest, aber nicht so. Also das ist ja schon wirklich sehr standfest. Ich hole mir jetzt eben eine neue Schüssel und dann schlage ich Eigelb zusammen mit Vanilleextrakt, wie gesagt, das ist optional, und Zucker ebenfalls richtig schön schaumig. Nach 4 Minuten auf höchster Stufe sieht unsere Eigelbmasse jetzt so aus. Also sie ist richtig schön hell geworden, schön cremig, ein bisschen dicker geworden. Und da heben wir jetzt die Baiser-Masse unter. Dann nehmt ihr euch jetzt einen Teigschaber, ganz, ganz wichtig, keinen Schneebesen mehr verwenden, weil wir wollen ja die Luft, dass die enthalten bleibt und eben nicht entweicht. Und daher jetzt in 3 bis 4 Schritten schön mit ganz viel Liebe unterheben. So, die Masse ist jetzt schon ziemlich fluffig und da geben wir jetzt noch die trockenen Zutaten hinein. Die müsst ihr vorher unbedingt sieben. Ich nehme hier einfach mein Handsieb und ich mache das immer so. Ich gebe nicht das alles komplett direkt rein, sondern ich siebe immer ein bisschen, dann hebe ich unter, dann siebe ich nochmal. Weil so könnt ihr auch sicherstellen, dass die Masse von dem Gewicht nicht erdrückt wird und nicht zu trocken wird. So, der Teig ist jetzt fertig und jetzt müsst ihr euch nur noch entscheiden, in welcher Backform ihr backen möchtet. Da könnt ihr verschiedene Formen nehmen, eckig, rund, eine Herzform, eine Blumenform. Und dann gibt es ja Springformen, die benutze ich auch sehr, sehr gerne. Oder Tortenringe. Heute nehme ich mal einen Tortenring und schlage den jetzt zusätzlich nochmal in Backpapier ein. Das zeige ich euch jetzt auch mal ganz kurz. Jetzt den Tortenring einfach aufs Backblech geben und ich erinnere mich gerade zurück, wir hatten ja ein Café damals, also wir haben es ja vor 5 Jahren geschlossen und meine Mutter hat im Keller immer Torten gebacken und die Arme, die hatte dann nie einen Tortenring. Irgendwie gab es den früher nicht, zumindest nicht bei uns und dann hat sie immer hier einfach nur die Form genommen, hatte keinen Springformboden mehr und hat den dann in Backpapier eingeschlagen. Da musste ich jetzt gerade irgendwie dran denken. Naja, auf jeden Fall gebt ihr jetzt den Teig hier rein, könnt ihn jetzt noch an der Oberfläche so ein bisschen glatt streichen und es ist auch immer hilfreich, wenn ihr euren Backofen vorheizt.
Jetzt wird der Teig gebacken bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, wie gesagt im vorgeheizten Backofen, circa 25 Minuten, macht aber auf jeden Fall die Stäbchenprobe. Bis gleich! Nach dem Backen ganz einfach zugedeckt auskühlen lassen, dann kann die Oberfläche jetzt auch nicht austrocknen und danach könnt ihr es durchschneiden. Zweimal, dreimal, ganz wie ihr möchtet. Ich werde euch in die Videobeschreibung die ganz genauen Mengenangaben aufschreiben. Nochmal ganz, ganz wichtige Tipps, die ich da unten dann auch nochmal hervorheben möchte, damit ihr das auch nochmal lesen könnt. Und was enorm wichtig ist, wenn ihr jetzt eine andere Größe haben möchtet, eine andere Höhe, dann schaut euch gerne auf meiner Webseite die Umrechnungstabelle an. Da könnt ihr dann einfach schauen, welche Größe möchte ich und dann habt ihr da die Umrechnungsformel. Mega, mega praktisch. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachbacken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei Kikis Backschule und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten Video. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Basic-Rezept nicht fehlen darf, welches ich gerne noch für euch abfilmen soll. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben da lässt und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!